Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute einmal ganz was anderes. Es geht einmal nicht ums Modellbauen selbst, sondern heute schauen wir uns einen neuen Kit näher an. Der ist seit ein paar Wochen auf dem Markt. Ist der Brabham PT52 aus der Saison 1983 von Aoshima bzw. B-Max. Wie man schon am Coverart sehen kann, an der Boxart, ziemlich fetzig das Teil. Ja, schauen wir mal rein, was in der Tüte so drin steckt. Also, da haben wir gleich schon mal die Bauanleitung oben auf. Die hat ein besonderes Schmankerl, und zwar eine farbige Bemalungsanleitung. Ist bei Autokits eigentlich noch nicht so läufig. Man sieht es eher bei Flugzeugen oder so. Aber da schon mal richtig cool von allen Seiten, wie das Auto bemalt wird und welche Decals es drauf können. Die Bauanleitung an sich ist sehr übersichtlich. Man hat Farbangaben drinnen für Gunze und für Tamiya. Herstellertypisch, sehr übersichtlich. So nicht näher drauf ein. Da könnte man jetzt ein eigenes Video drüber machen über die Bauanleitung. Aber sie ist auf jeden Fall sehr übersehbar ausgeführt. Ja, dann haben wir da schon mal den Kit an sich. Er ist sehr fein gegossen. Ich will jetzt nicht zu viel auspacken. Aber man sieht da ganz schön, dass da praktisch kein Verzug drinnen ist. Ein bisschen eine Mittelnaht, die aber nicht störend ist, da da lackiert wird. Unterboden, alles da. Auch das Monocoque, sehr schön. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Sehr schön mit Nieten versehen. Ich mache das dann mal kurz auf. Dass ein bisschen besser sieht. Also das sind richtig schön, man sieht das jetzt da ganz gut, sind richtig schön die Nieten dran, schaut richtig fein aus, das ist ganz gut gemacht. Also gut ab von den Ingenieuren. Auch die Felgen lassen eigentlich jetzt ja keine Diskussion mehr zu, das ist auch gut gemacht, kann man nichts sagen. Dann haben wir da noch diverse Kleinteile, Lüftung, der Sitz, Aufhängungen, Teile vom Motor. Was auch immer ganz heikel ist, sind die Reifen. Da schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Reifen haben nämlich so eine ekelhafte Mittelnaht. Schauen wir uns die mal an. Aber schauen eigentlich gut aus. Super. Die sind wirklich sehr fein ausgeführt. Kann da jetzt leider nicht so nah ran. Kann man lassen. Dann auch nochmal ein paar Motorenteilchen, Bremsscheiben. Das ist da alles schön aufgeführt. Was auch toll ist, ist, dass da alles schön einzeln in Plastik verpackt ist. Wird jetzt ein oder andere sagen, Plastikwaren. Aber irgendwo gibt es auch Sets, da ist alles, alle Gussäste in einem Sack. Da geht dann viel kaputt. Von daher ist es so schon richtig gut. Da auch wieder einfach tadellos der Guss. Also da gibt es wirklich, da gibt es nicht viel zum Wegschaben. Die Angüsse sind, wie ich sehe, auch relativ gut gesetzt. Macht sicher Spaß der Bau. Dann haben wir da noch die Decals. Die sind auch sehr gut ausgeführt. Was da glaube ich das Spezielle ist, wenn ich das richtig schon gesehen habe, ist, dass die blauen Flächen, genau, die blauen Flächen werden nicht lackiert, sondern wie man da schön sieht, ist vorgesehen, dass man die mit Decals macht. Ob und wie das funktioniert, das lasse ich mir dahingestellt. Ich habe da bis jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Kann aber gut gehen, man kann sich das einmal anschauen. Ansonsten gibt es da sicher dann von einem Drittanbieter Optionen wegen dieser roten feinen Linien, die da drinnen sind. So, das wäre es einmal zum Kit. Also wie gesagt, da kann man nicht viel diskutieren. Es ist übersichtlich aufgebaut. Schön gegossen. Das passt alles. Machen wir da wieder mal das rein. Eben ganz besonders die bunte Anleitung. Ein spezielles Schmankerl, wenn ich das einmal so sagen darf, gibt es dann vom Hersteller selber noch ein Zubehörset. Was da ganz toll ist, man hat da die Anschlüsse dabei, also so Anschlüsse, so kleine Ventile und alles für Leitungen. Das ist schon mal cool. Dann natürlich Decals fürs Carbonmuster. Auch immer ganz schwer zu machen. Von daher cool, dass es dabei liegt. Fast noch vergessen zu sagen, die Bauanleitung vom Kit selber nimmt dann diesen Zurüstsatz mit rein. Sprich, da sind dann Anmerkungen drinnen, welche Teile da jetzt verbaut gehören, wenn man das denn will. Es ist keine Pflicht, aber es ist ein schönes Gimmick. Man sieht da schon, man hat da noch ein Gurtband dabei und diverse Ätzteile, wo man jetzt auch, da kann man jetzt ein bisschen streiten, sind die nützlich, sind die nicht nützlich. Wo ich immer ganz toll finde, ist für die Gitter, für die Lüfter. Das ist immer ganz fein ausgeführt. Da hat man dann auch noch die Möglichkeit, für Schablonen die Nummern auf die Gitter zum Sprühen. Das war bei dem Fahrzeug so. Beziehungsweise auch noch die Reifenbeschriftung aufzusprühen. Dann haben wir noch Bremsscheiben dabei. Ja, und wo ich persönlich jetzt, das ist jetzt wirklich nur sehr subjektiv von mir, die Bleche von den Flügeln, diese Seitenteile, die sind in Plastik eigentlich fast immer zu dick ausgeführt. Da empfiehlt es sich schon, die immer als Ätzteil irgendwie noch zu organisieren. Man kann auch das Plastik dünner schleifen. Ja. Nur das ist dann ein bisschen komplizierter, weil man dann die Details und so verliert. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Vom ersten Eindruck her ein super Kit, der eigentlich jetzt überall im guten sortierten Modellfachhandel zum Kaufen ist. Wer Formel 1 Autos mag, speziell die aus den 80ern, speziell jetzt diesen, weil der ist von der Form her wirklich ziemlich cool, also der schwarz wie ein Pfeil, der sollte da eigentlich zugreifen. Wer es dann nur ganz brutaler mag, also ich habe da von einem sehr, sehr guten Modellbaukollegen noch das Buch dazu bekommen mit zahlreichen Fotos, wie denn das Fahrzeug ausgeschaut hat. Ja, da kann man dann auch noch ein bisschen verfeinern. Ja, und ansonsten meine Idee, wenn man noch, oder mein Vorschlag, wenn man noch keine Idee hat, was man als nächstes bauen sollte, den kaufen und loslegen, macht man nichts falsch. Und ja, wer das denn macht, dem wünsche ich viel Spaß und bis zum nächsten Mal.